Da gab ein Lied, das Also 1, 3, 4, 2, der letzte 3, 9, 4. 1, 2, 1, was war das? Das war Freund, wir ziehen ins Heimatland. Nee, das war es auch nicht. 3, 4, 2 war das dann. Nee, welche süße 3, Melodie? 9, 4, süße Melodie. Was war 3, 9, 4? Okay. Das schönste Wort? Ja, das ist es. Danke. Ich bin nicht mehr jünger. Ja, meine Frau lacht. Sie meint, die ist auch jünger. Lass uns das Buch Johannes, Kapitel 2 aufschlagen. Es freut mich, hier zu kommen. Es freut mich nicht, hier die Straßen zu fahren. Ehrlich gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen. Es hat mir keine Sorgen gemacht, letztes Mal ich hier gefahren habe, aber dieses Mal war es unsicher und oh Mann. Ich weiß nicht warum, aber Selbstvertrauen im Fahren war nicht mehr da. Und ich guckte, ich sage euch, es ist ein gutes Beispiel, wie ein Christ leben soll. Nicht rechts gucken, nicht links gucken, immer geradeaus. Und nie. Ich hatte Angst, zu weit zu der rechten Seite zu gehen und habe auch Angst, zu der linken Seite zu gehen. Ich wollte gerade in der Mitte hier. Und das wäre gefährlich, wenn 2 Autos kommen hier die Straße runter, aber ich sage euch, wenn Versuchung, wenn ich fürchtete Versuchung, wie ich diese Rand gefürchtet habe gestern Nacht, als wir angefahren sind. Ich würde nie wieder sündigen. Aber das Problem sei, ich bin ein Mensch und ich würde doch sündigen. Johannes Kapitel 2, ich möchte hier Vers Nummer 24, Vers 23 lesen wir hier. Als aber zu Jerusalem waren, dem Ostern, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gebe von einem Menschen, denn er wusste wohl, was in Menschen war. Lass uns beten. Nun, Vater, wir sind dankbar jetzt für heutige Tag, dass du uns alle hier mitgebracht hast, dass wir sammeln dürfen. Und Vater, wir bitten um deinen Segen, Vater. Nicht wegen was ich getan habe, sondern was unser Herr und Heiland getan hat. Und wir bitten, dass du segnest die Hörer. Vater, öffne die Herzen und sprech sie doch an. Gib sie Speise für ihre Seele und stärke sie für den Kampf, das vor uns liegt. Und wir werden dich dafür lobpreisen und danken. In Jesu Namen. Amen. Roger, wenn ich nicht deutlich spreche, ich spreche lauter. Vielleicht würdest du das... Er hat mir gesagt, letztes Mal habe ich zu laut gepredigt. Und man predigt laut, wenn ich Deutsch spreche. Und ich meine, die Leute verstehen mir nicht. Ich kann gar nicht verstehen, dass ein Mensch mich nicht verstehen kann. Ich bin der Einzige in diesem Raum, der ohne Akzent spricht. Und wenn ich spüre, dass sie Schwierigkeiten haben, meine akzentfreies Deutsch zu verstehen, ich spreche lauter. Weil ich meine, die können einfach nicht hören. Und deswegen manchmal ist mein Predigt zu laut. Aber in Johannes Kapitel 2, Vers 24 und 25, wir haben das Lied gesungen, 394, und ich dachte, ist das schönste Wort, das auf Erden klingt. Es ist das schönste Wort, das der Mund besingt. Es ist das schönste Wort, das die Welt durchdringt. Und dann, ich habe gelesen, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht, denn er kannte sie alle. Und ich dachte,
weißt du, das ist kein schönes Wort. Vielleicht ist es eine Überraschung zu einigen Leuten. I mean, vielleicht sitzt du heute hier und bist du überrascht, dass der Herr nicht vertraute denen. Weißt du, das Wort Gottes spricht nicht Schmeichelwörter zu uns. Es schmeichelt uns gar nicht. Und wir singen Lieder, die sagen, es ist das schönste Wort. Das schönste Wort, und die sind kein Schmeichelwörter. Aber weißt du, was es ist? Es ist das Wort, das dringt durch. Es ist das Wort, das schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Und es tut, was wir brauchen. Und wenn wir das tun lassen, wir sind froh. Es ist ein schönes Wort. Aber wir sehen schon hier, Gott weiß. Jesus vertraute sich ihnen, denn er kannte sie alle. Und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gebe von einem Menschen, denn er wusste wohl, was in Menschen war. Na, das vielleicht überrascht euch, aber der Herr weiß, was wir sind. Manchmal weiß er, vor wir wissen, was wir, nee, nicht manchmal. Der ist der Schöpfer, der hat hier uns geschaffen. Er weiß, vor wir überhaupt geboren sind, was wir sind. Der braucht keinen Mensch, der ihn kommt und petzt und sagt mal, der hat dieses und das getan. Es überrascht ihn nicht. Na, vielleicht überrascht es uns, dass er mich nicht vertrauen könnte. Dass er mich so schlecht wird. Weißt du, der Herr weiß, was wir sind. Und er weiß, was er für uns sein wollte. Gottes Zeugnis von Menschen ist nicht gut. Es wäre schön, wenn er etwas Gutes sagen könnte von uns. Menschen wollen es aber nicht wahrnehmen. Der Herr, der spricht nicht gut von uns. Menschen nehmen das nicht wahr. Und einige Leute meinen, oh, der Herr ist so lieb und so gut und so freundlich und so. Ja, der ist, aber er kommt mit einem zweischneidiges Schwert und steckt es in dem Herzen mit Wörtern, die tun weh. Gottes Zeugnis für Menschen ist, er vertraut sie nicht. Nicht, weil er nur Negatives von uns sehen möchte. Weißt du, ich habe einige Freunde, die suchen Menschen aus und finden alles, was Negatives ist. Weißt du warum? Sie haben Freude an sowas. Ich kenne einen Mensch, der hat hier, egal wie gut und wie schön ein Mensch war, er findet etwas Schlechtes von ihm. Na, bei einigen Leuten, das dauert nicht lange. Einige Leute, das dauert es ein bisschen länger, aber dauert nicht ewig. Aber der Herr braucht keine Zeit verlieren. Er weiß genau, was wir sind. Und hier ist die Tatsache. Einige Menschen, sie suchen Böses auf Menschen, weil sie lieben, Böses zu sagen von anderen Menschen. Der eine, der hat es gesagt, von eigentlich Leuten wie ich, bin ich ein gebrauchter Zahnseide. Das ist ein herrliches Wort. Aber weißt du was? Der sagt das nicht von Erfahrung. Jesu Christi sagt das von Erfahrung. Gebrauchte Zahnseide. Wer möchte ein gebrauchtes Zahn? Ich möchte nicht ein neues. Ich habe immer gelernt, wie man das tut. Und die haben mir jedes Mal hier in der Schule beigebracht, wie man mit Zahnseide gebraucht hat. Ich habe mit neuer Zahnseide nicht nutzen müssen. Aber gebrauchtes, nur wenn es meine Frau ist, dann kann ich hier doch hier. Das ist eine Kuss. Das ist eine Kuss von der Frau. Aber einige Leute, sie denken nur, wie sie, aber das ist nicht der Herr. Der Herr sagt nichts Negatives gegen uns, weil er möchte.
sondern weil kann nicht anders. Er kann nicht anders. In 1. Mose Kapitel 1, Vers 31. Und Gott sah an alles, was gemacht hatte. Und siehe da, es war sehr gut. Da war aus Abend und Morgen der 6. Tage. Weißt du, was der Herr sah? Er sah einen Mann, seine schöne Ehefrau und in der Mitte. War Gemeinschaft mit denen. Kam in der Kühl in den Morgen früh und hat Gemeinschaft mit denen. Das ist, was der Herr gesehen hat. Und es war ihm wohl gut. Weißt du, wenn du eine Frau hast und du nimmst Gemeinschaft mit ihr und wenn der Herr besucht euch ins Haus und ihr fühlt, spürt, Gott spricht durch sein Wort, das lebendig ist, die sind nicht Schmeichelwörter, die sind Liebewörter, weil die hier sagen, was wir hören brauchen. Aber wenn du sowas hast, der Herr sieht das an, sagt, das ist gut. Das ist gut. Der Herr spricht gut, wenn er kann. Er sah, dass es sehr gut war. Sondern das Problem ist, der Herr kann nicht hier viel Gutes von uns sagen. Er kann nicht von uns Gutes sagen, weil es nichts von uns, das gut zu sagen ist. Es ist das schönste Wort. Weißt du, manchmal ist es ein schlechtes Wort, das schön ist zu uns. Aber in Römer Kapitel 5, Vers 12, die Bibel sagt, der Heiligen wie durch einen Menschen die Sünde ist kommen in die Welt und der Tod durch die Sünde. Und es auch soll der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, die weil sie alle gesündigt haben. Sie sind alle abgewichen in Römer Kapitel 3, Vers 12. Die sind hier Fundamente, hier Wörter. Die sind Worte, die wir sagen zu den Menschen auf der Straße. Wir sagen zu denen, die möchten das nicht wahrnehmen. Der sagt, sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig worden. Da ist nicht der Gutes tue, auch nicht einer. Das wird hier ein Mensch gewinnen. Ich erinnere hier einmal, ich habe gepredigt auf der Straße. Ich habe einer Frau gesagt, den schmalen Weg und den breiten Weg, auf welches bist du? Sie sagt, das ist deine Auslegung. Sofort ihr Widerstand war, das ist deine Auslegung. Wenn sie hörte Gottes Wörter, es wird sie halten, sie wehtun und schmerzen. Aber das ist der Weg Gottes. Manchmal hält er uns fest, um uns zu verletzen, damit wir uns heilen können. Na, Gott möchte sich mit Menschen freundlich reden. Erstens, wie dieser Mann, der ich gesprochen habe, er sucht immer Negatives. Er wollte nicht Gutes sprechen von Menschen. Irgendwie, er hat in seinem Kopf, wenn ich Schlechtes finde in anderen Menschen, ich bin besser. Aber das ist hier nicht, wie Gott es sieht. Gott sieht es anders. Aber Gott spricht nicht freundlich von uns. Er will mit uns freundlich reden. Er sehnt sich. Schauen wir jetzt 1. Mose Kapitel 3, Vers 8. Na, ich weiß nicht, ob ich das beweisen könnte, aber ich glaube, wir sehen den Alltag Gottes mit Adam und Eva vor dem Fall. Wir sehen in diesem Vers, wie sie Gemeinschaft miteinander gehabt haben, wie es gut war, aber plötzlich in diesem Vers ist es nicht mehr gut. In Vers 8 es sagt, sie hörten die Stimme Gottes des Herrn. Ich glaube, vor dem Fall, vor dieser Teufel hier sich mit seiner List, seiner Adams Frau allein gekriegt habe und sie hier überredet oder verführt. Die Bibel sagt, er hat sie verführt. Bevor der Verführung, es war jeden Tag, die hörten Gottes Stimme im Garten. Denke mal, wie schön das ist. Hey, wir können jeden Tag hier Gottes Stimme hören.
Wir schlagen auf und lesen und hören. Und Gott spricht mit mir. Und sagt mir, dass ich sein werde. Aber sag mal, und Adam versteckte sich. Er versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes, des Herrn. Plötzlich ist nicht mehr gut. Schauen wir jetzt Prediger, Kapitel 4. Ja, ich weiß nicht, ob ich fühle mich hier qualifiziert zu sprechen von hier einer Familie. Ich bin mehr als 30 Jahre verheiratet. Man sagt, wie lange bist du verheiratet? Lange Zeit, sehr lang. Zu lang. No. Sagt man das nicht. Da wird man nicht mehr länger. Ich bin wie hier, hier wie Harry. Ich bete nicht, dass der Herr schnell wiederkommt. Ich bin noch hier verliebt mit meiner Frau, aber der Herr wird schnell wiederkommen. Aber Prediger Kapitel 4, Vers 11, sagt uns, auch wenn, lass uns Vers 10 lesen. Vers 9. So ist, hier ist der Herr, ich glaube, was der Herr gesehen hat, in 1. Mose Kapitel 2, als der Mann und Frau gemacht hat, als die tiefe Schlaf in Adam gemacht hat, und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Hier ist, was der Herr gesehen hat. Ich glaube, das ist richte nicht, wenn ihr meint anders, aber so ist je besser zwei denn eins. So hat der Herr gesehen. Der Mann ohne Frau, zwei sind besser als eins, denn sie genießen doch ihre Arbeit wohl. Er sagte, Mensch, er wird eine Hilfe haben, Gehilfen. Der wird hier einer, der mit ihm Gemeinschaft bei der Arbeit haben wird. Und Vers 10 sagt, fällt ihr einer, so hilft ihm sein Gesell auf. Wehe dem, der allein ist, denn er fällt, so ist kein anderer da, der ihn aufhelfe. So der Herr sah Adam und er meinte, oh Mann, es wäre besser, wenn einer andere mit ihm war. Er hat ihm die schönste Frau in der Welt hier geschaffen. Adam ist in Tiefschlaf gewacht, aus dem Tiefschlaf erwacht. Er guckte sie an und sagte, wow, man. Und da war die Frau hier erst geboren. Aber Vers 11 sagt, auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann ein Einzelner warm werden? Der Herr wusste schon, wie es war an dem Kühl des Tages, als an denen gekommen sind, sie haben sich versteckt. Einer mag überwältigt werden, aber zwei mögen widerstehen, denn ein dreifältiger Schnur reißt nicht leicht in zwei. Zwei mögen widerstehen. Weißt du, was das Gute ist? Dass, wenn es kommt zu schlechten Gedanken oder Bösheiten oder irgendwas anderes, wenn meine Frau neben mir ist, die sind nicht so leicht zu behalten. Ich möchte die nicht behalten. Sie stärkt mich. Und weißt du was? Wenn man sieht hier der Dritte in der Mitte, ein dreifältiger Schnur reißt nicht leicht in zwei. So der Herr stärkt die Ehe. Nun, das ist, was ich glaube, der Herr gesehen hat. Das ist, was der Herr wollte von uns. Dass eine Ehefrau, ein Ehemann mit Gott zusammen in seinem Garten. Und dass er besucht denen hier jeden Tag früh und besucht denen klar. Aber es ist nicht so gewesen.
Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da der Tag kühl worden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes, des Herrn. Warum haben sie sich versteckt? Weil sie wussten schon die Wörter Gottes. Und die Wörter Gottes wird sie nicht mehr schmeicheln. Der Wörter Gottes wird sie zornig sein. An dem Tag, dass du davon isst, sagt der Herr, werdet ihr den Todes sterben. Und das ist hier, was der Mensch hier zu Angst, zur Flucht gebracht hat. Er erklärt, der Mensch ist schon gerichtet. Der Herr, sein Wort jetzt kommt und sagt, schuldig. Du bist ein Sünder. Ich vergesse nicht, als ich in der Bibelschule war, wir gingen wir gingen jede Woche zu verschiedenen Städten hier zu predigen am Abend. Wir gingen eine Nacht nach Mobile, Alabama, das war circa eine Stunde westlich von hier. Ich muss meine Geografie hier üben ein bisschen. Das ist ungefähr eine Stunde westlich von Pensacola. Und dann mussten wir hier an der nächsten Woche, wir gingen nach Fort Walton Beach, welche circa eine Stunde östlich war von Pensacola. Und wir gingen da und jetzt muss ich hier meine Gedanken hier. Da war einer, der heißt Schleimann. Der war ein Straßenprediger. Er wird aufstehen und sagen, du böser, sündiger Mensch, du dreckiger Dreck. Und Mann, ich sagte, mit Liebe gewinnt er sie nicht. Mit Honig und Zucker wird nicht Rede. Aber weißt du, die Leute hörten das und werden sie wütend und dann plötzlich Blut kam aus ihrem Herzen. Und sie wollten sich hier etwas ändern. Die Bibel sagt, dass aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr denn das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wenn der Herr sieht, was du getan hast, was du geschaffen hast, und er sagt nichts Besseres, als dass es böse ist. Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hoffärtig, ruhmredig, schädlicher, den Eltern ungehorsam. Hör mal zu, Gott sei älter als uns, er ist unser Älter, ungehorsam. Schädlicher, unvernünftiger, treuloser, störrisch, unversöhnlich, unbarmherzig. Das sind die Wörter, Gott spricht zu einem Mensch, der verloren ist. Und er kommt suchen, das, was verloren ist, die zu heil machen. Und weißt du, warum das wichtig ist heutzutage, dass wir merken, wie Jesus Christus mit Menschen gesprochen hat? Er hat nicht einfach hier geteilt. Er hat es gegeben. Er hat es gestochen und gegeben. Und wenn er das Messer ausgenommen hat, da waren Wörter drin. Die Wörter des Lebens. Nun, die Bibel behauptet, und ist wahr, ich sage es behauptet, das ist ein falscher Ausdruck. Die Bibel deutlich sagt, wir sind nicht gut. Weißt du, das Problem ist nicht, dass ich sündige. Das Problem ist nicht, dass du sündigst. Das Problem ist, was du bist. Was du bist, das ist das Problem. Und der Herr sagt das mit Liebe zu euch. Zu mir sagt er es mit Hass. Nee, er sagt das auch mit Liebe. Weißt du, der Unterschied? Gott ist gnädig. Menschen sind nicht gnädig. Gott ist gnädig. Er sagt, Kinder des Zorns, man hört, er will mir helfen. Kinder des Zorns, er warnt mich. Wenn man sieht ein Haus an Feuer, brennt runter, und du weißt, dass ein schlafendes Kind drin ist, du gehst nicht rein und probierst zu retten. Du musst dein ganzes Leben mit dieser Sache hier leben.
Der Herr sieht ein brennendes Haus, sieht Kinder, die brennen drin. Sieht das und sagt, Kinder des Zorns, wach auf. Gefallene Kreatur, alle Menschen, alle, wir sind alle angetroffen. Warum muss das so hart sagen? Weil wir wollen es nicht wahrnehmen. Wir wollen es nicht wahrnehmen. Der Herr, hey, weißt du was, ich habe lutherische Erziehung, vielleicht 100 paar Jahre früher war anders, aber bei mir, die lutherische Konfirmation und alles, die waren nur liebe Wörter. Ich saß dort hier, ein hässlicher junger Mann, und ich sagte, wenn das ist das Beste, was Sie mir anbieten, ich möchte nicht teilnehmen. Und weil die Boten hier, kein Witz, meine Mutter hat mir gezogen hier. Ich musste. Und ein 16-jähriger Jung, ich vergesse nicht hier Florians Zeugnis. Er war hier 12 Jahre alt und machte, was er will. Ich war 16 Jahre alt und musste mit meiner Mutti hier zu den lutheranischen Kirche, während mein Vater saß zu Hause und guckt Football. Und ich sagte, Mensch, und weißt du, was sie getan haben? Es wäre anders, wenn sie mir gesagt hätte, du bist in Not, du bist in Sündennot, du werdest in der Hölle schmoren, du werdest hier, es wird brennen und es wird hier Zähne kleben und alles. Wenn die das mir gesagt hatten, aber weißt du, was wir getan haben? Wir mussten hier bilden. Welches Tier denkst du von deinem Nachbar? Welches Tier würdest du die malen? Und ich sagte, die sind keine Wörter des Lebens. Die haben mir nicht an meine Sünde gedacht. Sie haben mir gefordert, mehr zu sündigen. Ich sagte, wenn der Himmel so ist wie dieses, ich will kein Teil. Aber Gott sei Dank, der Himmel ist nicht. Weißt du, was mir angesprochen hat? Ein Mann stand auf und predigte und seine Finger war wie eine hier Dagger, wie eine großes Schwert. Und er hat mir gerade angezeigt. Und ich sagte, Mensch, ich konnte nicht weggehen, ich konnte nicht wegrennen. Das ist, was Gott hier tut mit seinem Wort. Gott spricht uns an mit Liebe, aber mit Warnungen. Weißt du, sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig worden. Da ist nicht der Gutes tue, auch nicht einer. No, die Reaktion, dass Adam und Eva getan haben, war falsch. Sie haben hier das Feigenblätter-Syndrom. Sie haben sich Schürze gemacht. Weißt du, Eva weiß, ich bin nicht mehr, was ich vorher war. Nach der Sünde, die sie begangen hat, sie wusste tief in ihrem Herzen, ich bin nicht mehr, was ich vorher war. Vorher brauchten sie nicht bedecken. Vorher brauchten sie nicht bekleiden. Vorher war sie nackt und sie war nicht geschenkt. Und Adam, der muss auch Schürze für sich machen. Hier kommt er hier mit seiner Frau und seiner Schürze. Weißt du, dass es hier wie Menschen sind? Weißt du, Menschen stellen sich einen Schein vor. Das tun wir auch als Geretteten. Wir müssen alle machen, dass wir etwas, das wir nicht sind. Weil im Prinzip, wenn wir wissen genau, was wir sind, wir möchten immer besser, oder? Ich möchte nicht bleiben, wie ich bin. Ich möchte mich verbessern. Und so, wenn man sich nicht verbessert, man nicht verbessern kann, man stellt sich mit einem Schein vor. Eine betrügerische Vorstellung. Da war ein Prediger, der besuchte ein Haus und die Mutti, sie sagte, oh Prediger, und sie hörte auf zu fluchen, die Tochter guckte sie an und sagte, Mensch,
Sie spricht ganz anders bei der Prediger. Sie hört auf zu fluchen und der sagte, ja, ich komme vorbei, ich wollte euch erzählen von den Herrn Jesus Christus. Oh, wir wissen schon von ihm, wir wissen, der ist ein großer Teil unserer Leben. Wir haben sein Buch neben unserem Bett und wir lesen das jede Nacht und jeden Früh, Tag und Nacht, wir lesen durch sein Buch. Und er sagt, oh wirklich, hast du es? Kannst du das mir bringen? Und sie sagte zu ihrer Tochter, hol mal das Buch, das wir so lieb haben und alles. Die Tochter geht zum Schlafzimmer, kommt zurück mit Neckermann, hier Katalog. Das ist ein betrügerischer Bild. Wir wollen immer uns was Positives vorstellen. Beten über das Essen, nur wenn der Prediger da ist. Sprechen über geistliche Sachen, wenn wir bei Christen sind. Da ist erstaunlich, wie ehrliche Christen sind. Große Maul, keine Angst. In einem Raum voll mit Christen. Raum voll mit wiedergeborenen Christen. Aber wer, wenn sie hier allein sind mit geimpften, hier sündigen Menschen, die hier nicht wissen von Jesu Christi und sie sind gegen die Ungeimpften. Da schweigen sie ganz schön still. Nun, ich sage euch, betrügerisches Bild. Die Sünde Ananias und Sapphira, das spricht mir immer an. Weißt du warum? Weil es herrscht in mir, diese Sünde, es herrscht nicht in mir, es wohnt in mir. Nee, es wohnt auch nicht mehr in mir. Der Herr hat mir gerettet. Gott sei Dank, dass wir nicht hier in so einem Zustand bleiben müssen. Aber manchmal, ich erwische mich und ich finde mich hier mit diesem betrügerischen Bild in meinem Herzen. Und weißt du, was sie getan haben? In Apostelgeschichte Kapitel 4. Nee. 5. Verzeihung, 5. Ein Mann aber mit Namen Ananias samt seinen Weiber Sapphira verkaufte seine Güter und entwandte etwas vom Gelde mit Wissen seines Weibes und brachte einen Teil und legte es zu der Apostelfüßen. Weißt du, was sie getan haben? Es war nicht schlecht, ihr Land zu verkaufen. Es war nicht schlecht, ihr Land Geld zu behalten. Was schlecht war, war auszumachen, als ob sie etwas waren, das sie nicht waren. Sie stellten sich hier ein trügerisches Bild vor. Der Herr weiß schon, was sie sind. Und sie haben belogen und meinten, dass sie konnten den Herr aller Herren, der Schöpfer, der Töpfer, mit ihrem Spiel betrügen. Nun, Menschen meinen, dass sie Gott an der ersten Stelle haben. Manchmal ich erwecke und ich sage, Herr, ich möchte, dass du auf der ersten Stelle bist. Aber manchmal weiß ich schon, Sünde kommt inzwischen und übernimmt die erste Stelle meines Lebens. Na, Prediger? Weißt du, sollen wir lügen? Soll ich sagen, dass ich immer den Herr auf meine erste Stelle habe in meinem Herzen? Das wäre schön, wenn es so ist. Aber wenn es nicht ist und ich mag, als ob es ist, das ist nicht in Ordnung. Menschen meinen, sie haben Gott an der ersten Stelle und kümmern sich nicht, Gottes Wille zu erkennen. Na, der Teufel, der dreht die Lage um. Wenn Gott spricht mit uns deutlich und klar, Männerwörter, deutlich und klar Liebewörter, liebliche, schönste Wörter, aber die Wahrheit. Wenn spricht uns die Wahrheit, der Teufel probiert die Lage umzudrehen. Probiert Gott schuldig zu machen. Weißt du, er hat gewirkt in Adams Herzen. Adam war überzeugt, das Weib, das du mir zugestellt hast,
dass Gott schuldig war an seine Sünde. Der Mensch probiert durch Lügen, Betrug, sich zu gerechtfertigen. Und der Teufel hilft sie dabei. Aber Gottes Wort ist hier wichtig. Wohlstand. Menschen, du lernst viel von Menschen, wenn du hörst, wie sie beten. Sie beten für Gesundheit. Wenn sie gesund sind, die sind nicht mehr zu Gebet. Sie beten für Geld oder Zeit. Und wenn sie Zeit bekommen, sie haben keine Zeit. Weißt du, was der Herr will? Die Wahrheit. Gott möchte, dass wir ehrlich mit ihm seien. Das ist, was Gott fordert von uns. Er weiß, was wir sind. Wie sollen wir etwas ihm anbeten? Wie sollen wir ihm, Gott, hier bin ich. Du hast einen großen Gewinn, aber trotzdem gebe es dir. Du nimmst mir. Nur überleg's mal, was das den Herrn sagt, wenn wir zurückhalten. Der Herr will mit seinen Worten die Sünde offenbaren. Jesus Christus wollte die Leute nicht hier ein Trugbild geben. Er ist ehrlich, er sagt, er braucht nichts, dass jemand Zeugnis gebe von einem Menschen, denn er wusste wohl, was in Menschen war. Der Herr möchte uns wissen lassen, er weiß, was in uns ist. Und er fordert, dass wir überlegen, damit wir wissen, was wir sind. Nun, er will deine Sünde offenbaren. Warum? Damit du das Trugbild hier nicht mehr vorstellst. Er will deine Ausrede wegnehmen. Er will alles, was du darauf stützt, außer den Herrn Jesu Christi, aufräumen. Weil man fällt runter und da ist niemand, ihm aufzuheben, wenn du hier vertraust, etwas anderes. Alle Unglauben hat zwei Elemente. Man schätzt sich selbst zu hoch. Das heißt, ich habe den Berg hier gefahren. Mensch, es war leicht, es war kicki leicht. Ich hätte das mit meinen Augen zugemacht. Nur bei Spüren hier, wie die Kurven sind und wie die Rande sind und alles. Ich hätte hier das allein machen können. Man schätzt sich zu hoch und man meint, dass Gott geholfen werden muss, um uns zu versöhnen. Das heißt, man setzt seine Hoffnung auf sich selbst. Das ist sich selbst zu hoch zu geschätzen. Oder man kann sich zu niedrig schätzen. Das heißt, auch Gott kann mir nicht retten. Nun, Gott zu niedrig zu schätzen, ist nicht Liebe zu Gott. Na, meine Frau, sie schätzt mir kein Vertrauen hier an den Bergen. Ich sagte, ich vertraue mich auch nicht. Das stärkt ihr, es ermutigt sie nicht. Gestern Abend, ich wollte gerne zu Nico gehen und Gemeinschaft haben. Wir sind angekommen, circa 20:15 Uhr. Meine Frau sagte, bitte nicht. Und ich mag das nicht als Ausrede. Ich wollte gern dort gehen zu Nico und für Gemeinschaft mit ihm haben. Aber sie war kaputt. Ich habe sie kaputt gemacht. Sie weiß schon, dass ich werde nicht sie nach Himmel fahren. Vielleicht würde sie schneller dort bringen. Aber steigt sie in mein Auto nach Himmel zu kommen? Nee. Weißt du, einige Leute, sie sind nicht mehr als ein Katholisch. Sie vertrauen ihrer Taufe. Oder sie vertrauen etwas.
Das gibt sie Kraft, mehr als anderen Menschen haben. Und weißt du, was der Herr will? Dass du völlig auf ihn verlässt. Verlasse dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlasse dich auf den Herrn. Nun, wir schauen jetzt hier unseren Text. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gebe von einem Menschen, denn er wusste wohl, was in dem Menschen war. Wir können zuschließen, erstens, Jesu Christi braucht kein Feind von uns sprechen, um zu wissen, was wir sind. Zustimmen? Zustimmen mit Amen. Wir brauchen auch wissen, dass er weiß, was in uns ist. Und das Zeugnis ist bedürftig, hier geändert zu werden. Nun, was tun wir, um unser Zeugnis zu verbessern? Was können wir tun, dass Gott wieder sieht uns an und sieht schon vertrauenswert? Wo, wie Gott es geschaffen hat. Gemeinschaft. Römer Kapitel 12. Unser Zeugnis zu verbessern ist vernünftig. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 12, Vers 1, ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Na, Gott spricht nicht nur Böses, er spricht Barmherzigkeit. Das ist hier viel, sonst hätten wir eine teuflische Beziehung zu Gott. Der Teufel glaubt schon und zittert. Das ist eine teuflische Beziehung. Aber Gott kommt mit hier Gnade, Barmherzigkeit. Er gibt uns, was wir nicht verdienen können, und er gibt uns nicht, was wir verdient haben. Dass ihr eure Leiber begebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Nun, hier ist, was vernünftig ist. Wir geben unserem Herzen, Leib und Seele. Die Ehepartner, die Ehekinder, beugen wir uns und sagen, Gott, sei mir barmherzig. Er ist barmherzig. Sei mir gnädig. Die Zeit, die ich versäumt habe mit meiner Ehe, gib es zurück. Gnädige mich, Herr, und vergib mir. Und lass uns hier anfangen neu mit dir in der Kühle des Frühs, damit du wärmen kannst. Vater, wirke es in unserem Herzen, dass wir so tun, dass wir kommen zu dir und lassen dir in uns wirken, dass alle anderen Trugbilder weg sind. Und Vater, dass du wirkst in mir, wirk in meiner Familie, meine Frau, lass sie wissen, dass ich sie liebe, lehre mich, Herr, sie zu lieben, wie du mich geliebt hast. Und ich werde dich dafür lobpreisen und danken in Jesu Namen. Amen. Ich dachte, ich weiß nicht, ob ich ein Lied, das ich dachte, wäre gut zu singen, wäre hier 290. Aber ich lasse hier Nico entscheiden, was er tun möchte. 290.